Wusstest du, dass das Geheimnis für extrem schnell wachsende Kartoffeln mit großen, gleichmäßigen Knollen und einer reichen Ernte von einem ganz vertrauten Wundermittel kommt, das viele Menschen oft übersehen? Lass uns direkt anfangen. Zuerst wählen wir die Saatkartoffeln aus. Ich bevorzuge gesunde Kartoffeln mit glatter, fester Schale, ohne Druckstellen oder Fäulnis. Um die Kartoffeln schneller keimen zu lassen, lege ich sie in einen geschlossenen Karton wie diesen. Danach besprühe ich die Kartoffeln leicht mit Wasser, damit eine sanfte Feuchtigkeit entsteht. Anschließend wird der Karton gut verschlossen. Während die Kartoffeln keimen, bereite ich den Pflanzbehälter vor. Ich verwende ein luftdurchlässiges Kunststoffnetz, rolle es zu einem Zylinder und befestige es mit Kabelbindern. Für den Boden benutze ich ein altes Ventilatorgitter als stabile Unterlage. Mit ein paar Kabelbindern entsteht sofort ein stabiler Kartoffelschiss mit hervorragender Drainage. Unten lege ich zusätzlich etwas Schaumstoff ein, damit das Wasser besser abläuft und die Wurzeln nicht ersticken. Danach fülle ich die Pflanzerde ein. Kartoffeln lieben lockere, humusreiche und organische Erde. Je lockerer die Erde ist, desto größer und schöner entwickeln sich die Knollen. Nach einigen Tagen erscheinen bereits kräftige violett-grüne Keime. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt zum Einpflanzen gekommen. Ich mache kleine Löcher in die Erde, lege die Saatkartoffeln vorsichtig hinein und achte darauf, dass die Keime nach oben zeigen. Danach bedecke ich sie mit einer dünnen Erdschicht von etwa 3 bis 5 cm. Zum Schluss gieße ich gründlich, damit die Wurzeln aktiviert werden. Schon nach kurzer Zeit wachsen die Kartoffelpflanzen unglaublich kräftig. Die Stängel werden dicker, die Blätter grüner und das Wachstum ist täglich sichtbar. Jetzt lockere ich vorsichtig die obere Erdschicht rund um die Pflanze auf, damit mehr Luft an die Wurzeln gelangt. Anschließend gebe ich eine Schicht gut verrotteten organischen Düngers hinzu. Das liefert wichtige Nährstoffe für kräftige Knollen und eine deutlich höhere Ernte. Um Pilzkrankheiten vorzubeugen und die Wurzeln zu schützen, mische ich zusätzlich nützliche Mikroorganismen in die Erde. Auch wenn es nur ein kleiner Schritt ist, hilft er enorm gegen Wurzelfäule und Pilzbefall während der Regenzeit. Die Kartoffelpflanzen sehen jetzt wirklich gesund und kräftig aus. Da die Stängel höher und weicher werden, stütze ich die Pflanzen mit kleinen Bambusstäben. Dadurch kippen die Pflanzen bei starkem Wind nicht um und die Blätter bekommen mehr Licht.
Und jetzt kommt der spannendste Moment. Seid ihr neugierig, was sich unter der Erde verbirgt? Wow! Schaut euch das an. Die ersten jungen Kartoffeln sind bereits sichtbar. Es ist immer unglaublich aufregend, die Erde mit den eigenen Händen beiseite zu schieben und die erste Ernte zu sehen. Damit die jungen Kartoffeln durch Sonnenlicht nicht grün und bitter werden, häufig mehr Erde darüber an. Und genau jetzt benutze ich das natürliche Wundermittel, das man ganz leicht bekommen kann. Es ist Reiswaschwasser. Reiswaschwasser enthält B-Vitamine, Mineralstoffe und viele natürliche Nährstoffe, die das Wurzelsystem stärken. Ich lasse das Reiswaschwasser meist über Nacht stehen und verdünne es vor dem Gießen, damit die Pflanzen es besser aufnehmen können und es nicht zu stark fermentiert. Danach gieße ich es gleichmäßig rund um die Pflanzen, damit die Nährstoffe tief in die Erde eindringen und die Wurzeln von innen stärken. Schaut mal, die kleinen Kartoffelpflanzen von damals haben sich jetzt weit über meine Erwartungen hinaus entwickelt. Die Stängel sind kräftig, die Blätter dunkelgrün und die Pflanzen wirken äußerst gesund. Die Kombination aus lockerer Bioerde und natürlichen Nährstoffen sorgt für eine beeindruckende Vitalität. Und schließlich, der Moment der Ernte ist gekommen. Oh mein Gott, schon beim leichten Anheben kommt ein riesiges Bündel Kartoffeln zum Vorschein. Jede einzelne Kartoffel ist rund, fest und dicht am gesamten Wurzelsystem gewachsen. Damit ihr alles besser sehen könnt, entferne ich jetzt das gesamte Außennetz. Wow, ein richtiger Schatz voller Kartoffeln befindet sich darin. Immer mehr goldgelbe Kartoffeln kommen zum Vorschein. Je tiefer man gräbt, desto überraschender wird es. Seht ihr? Lockere Erde ist der entscheidende Schlüssel für besonders große Kartoffeln. Wenn man diese dichten Kartoffelbüschel sieht, erkennt man erst, wie wichtig ein starkes Wurzelsystem ist. Das ist wirklich eine fantastische Ernte. Sie liefert nicht nur hohe Erträge, sondern auch saubere und sichere Lebensmittel für die ganze Familie.
Und jetzt kommt mein Lieblingsmoment, die Ernte in den Korb legen. Jedes Mal, wenn ich eine weitere Kartoffel aufhebe, merke ich, dass sich all die Mühe gelohnt hat. Der Korb ist fast voll, aber darunter liegen noch immer viele Kartoffeln. Die Ernte dieses Mal hat meine Erwartungen wirklich übertroffen. Damit ist die Reise von kleinen Saatkartoffeln bis zu einem schweren Korb voller Kartoffeln abgeschlossen. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt. Bis zum nächsten Gartenvideo.